Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Es wird wieder eine echte Tagebuchfolge, das heißt, wir werden so alles, was so in den nächsten Wochen passiert, immer mal einzeln aufnehmen. Ich weiß also noch nicht, was wir für Themen heute haben. Könnte auch wieder eine Arne-Folge werden? Keine Ahnung. Arne steht nämlich hier, weil wir modernisieren den Hamburg-Abschnitt zwischen Italien und Venedig-Bauabschnitt, nehmen uns mal die Zeit, etwas zu modernisieren. Und jetzt ist Hamburg dran, technisch überarbeitet und Modellbau. Hauptbahnhof wird gerade neu gebaut. Und die Transrapid-Strecke war, sagen wir es mal so, optisch nicht perfekt und technisch auch nicht. Er läuft zwar, aber wir hatten Probleme. Genau, das ist es. Wir haben ja in erster Linie eben, dadurch, dass es sehr alt ist und eben viel Technik ist, hat sich die Strecke langsam aufgelöst, weil wir halt doch recht viel fahren, weil er ja, wie du sagst, ziemlich gut läuft. Und dann haben wir einfach die Chance genutzt und haben die komplette Strecke rausgerissen, weil wir sie eben, es gibt keine Zeichnung oder was, wo wir irgendwas nachbauen können. Dementsprechend mussten wir sie rausnehmen, abpausen auf Material, zeige ich euch später mal. Und können jetzt im Prinzip schon fast wieder sie aufbauen mit einer neuen Deckschicht, dass er dann eben vernünftig läuft. Sieht man ja hier bei der Strecke. Sieht man genau. Rübergehen. Ja, das ist die alte Strecke. Die sieht bisher eben so aus. Hohl. Ich weiß leider nicht warum. Vielleicht kannst du mir da was sagen. Das kann ich dir sagen. Es ist ja sozusagen die vierte Strecke, aber wir haben sie nicht jedes Mal ganz neu gebaut. Wir haben sie nur teilmodernisiert. Denn der erste Versuch war tatsächlich mit 2 Schleifern aus der Eisenbahntechnik, sie wie eine Eisenbahn zu fahren. Der zweite Versuch rechts war und links die Pole halt, deswegen richtig, die Trennung. genau. Alles und dann klar. später haben wir mal erstmal mit K-System versucht, das hat nicht geklappt. Dann wieder über induktive und Stromabnahme und so weiter. Und jetzt sind wir beim 4. oder 5. Versuch. Ja, irgendwie Alles so. vor deiner Zeit. Ich wollte gerade sagen, seit meiner Zeit war eben hohl und so ein kleines dünnes Material obendrauf. Das ist mittlerweile dadurch, dass wir relativ viel fahren wirklich, weil er ja funktioniert, einfach eingerissen. Weil es ist 10 Jahre alt jetzt oder was das letzte Mal? Ich glaube, das haben wir tatsächlich beim ersten K-System-Versuch drauf gemacht. Und irgendwie da ist so. der Weichmacher raus und es ist auch zu dünn. Bei ihm hält das nicht mehr. So, und das ersetzt du. Genau. Wir ersetzen das dünne durch etwas dickeres Material. Das sind jetzt 2 mm. Das hält A länger und besser. Und damit wir es eben in Form bringen konnten, weil es gibt ja keine Aufzeichnung von der Anlage, mussten wir es halt komplett die Anlage ausbauen, unten auf das Poly Könnt ihr drauflegen. euch nicht da oben 15 Meter langes Pauspapier nehmen? Nein. Und dann Ja, das genau. war nämlich das Problem. Dann wird Hamburg nochmal renoviert, Richtig, ne? genau. Also jetzt ist die Strecke schöner, ebener, nachher gerade. Genau, ganz wichtig. Und der Bahnhof. Der hochgesetzte Bahnhof. Genau. Hochgesetzt haben wir ihn ganz einfach deswegen, weil wir bis dato nach Skandinavien bergab gefahren sind. Also in der Trennstelle zwischen Hamburg und Skandinavien ging es halt sehr bergab. Und weil das mit der Geschwindigkeit nicht so gepasst hat alles, du hast da Ewigkeiten dran rumprogrammiert, wie man es vielleicht irgendwie doch lösen könnte. Hat nicht geklappt, deswegen haben wir ihn jetzt angehoben. Sehr schön, weil mit 300 Stundenkilometer kommen wir da angeknallt aus Hamburg und dann geht es plötzlich bergab. Ursache ist übrigens ein Brandabschnitt endet dort und da ist ein feuerfester Vorhang, der runterfällt, wenn eine Feuermelderauslösung ist. Und dadurch geht die Strecke ab da bergab. Und das sah wirklich so aus, als wenn du mit einer Achterbahn da angeschossen kommst. Ja. Und dann dieses schwere Teil punktgenau und mit einer schönen Rampe zielgerichtet anzuhalten, während auf der anderen Seite die Strecke gerade ist in Hamburg und das sind 2 völlig unterschiedliche Behandlungen sozusagen gewesen und das hat nie richtig geklappt. Das hat ja immer zu bösen Crash am Ende des Prellbox geführt. Ja, und der ein oder andere Mal Komplettrestaurierung des Zuges, weil wir halt dann doch sehr schnell unterwegs waren. Also auf jeden Fall, als die Entscheidung kam, wir machen die Transrapid-Strecke, dass wir die überarbeiten im Rahmen der Hamburg-Modernisierung, habe ich innerlich so ein bisschen gehofft, können wir sie anheben, aber dann hattest du es schon selbst vorgeschlagen. Ja. Freue ich mich sehr drüber. Und Montag geht der Einbau los. Genau, Die Bilder seht ihr gleich. Den ersten Teil haben wir sogar schon drin in Hamburg. Und Montag machen wir dann mit Skandinavien den Teil weiter und den Bahnhof. Den bauen wir dann halt Montag an. Gerrits Tagebuch geht ja meistens irgendwie um Technik, deswegen sitze ich sehr selten bei Felix, bei dir, Ja. weil du eher so Modellbau machst. Heute hat das aber einen Grund.
denn ich hole mal weit aus. 2001 haben wir ziemlich schnell nach der Eröffnung festgestellt, Kernproblem des Wunderlandes bis heute ist der Staub. Das habe ich gemacht. Ich habe mir einen Gleisreinigungswagen genommen und aus einem Busfahrgestell und Gleisreinigungswagen in Gelb, ganz funktional, ätzend aussehend, aber super funktionierend, einen Staubsauger gebaut. Erst Stefan, so unser Künstler, Ästhet und Techniker, sagte immer mal, das sieht einfach komisch aus. Die Leute fragen, was ist das? Und hat daraus ein Mad Max Mobil gebaut. Die Leute fragen zwar immer noch, aber die es nicht interessiert, finden es witzig. Also guter Fortschritt. Aus den Augen, aus dem Sinn sozusagen. Ich ja funktional oft unterwegs. Habe mir gedacht, Flughafen, Knuffingen, USA brauchen auch Staubsauger. Ich habe sie wieder in Gelb gebaut. Bis ihr vor 3 Wochen zu mir kamt und sagte, wir haben uns dem mal angenommen und diesen Elefanten präsentiert hat. Ich habe mich totgelacht. Technisch auch gigantisch umgesetzt, denn wir müssen das ja jeden Tag ausleeren. Ne? Ja, genau. Den Elefanten haben wir als erstes gebaut. Der ist noch ein bisschen einfacher quasi vom Aufbau her. Der Deckel, das steckt man alles nur auf. Hier hinten hat man halt quasi einfach nur so ein Riesenteil. Und ja, jetzt habe ich als letztes das Krokodil hier gemacht und das ist schon, da habe ich mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht quasi dabei. Da sind Magneten drin, wenn man den Deckel hier so öffnet, das schnallt alles wieder so an seine perfekte Position irgendwie. Weil man ja auch jeden Tag ran muss, das ist tatsächlich so. Der ist jetzt haben wir es 12, knapp 4 Stunden gefahren heute. Wie viel Staub da schon drin ist. Man muss da jeden Tag hin, das gut sauber machen können. Genau. Deswegen alles noch mal ein bisschen bedienerorientierter, sage ich mal so. Es gefällt mir sensationell. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es den Gästen gefällt. Genau. Ich habe Lust auf eine Jungfernfahrt. Lass uns mal raufsitzen. Komm, wir nehmen Mad Max trotzdem mit. Okay. So, ich würde sagen, Elefant im Porzellanladen. Mal gucken, was er anrichtet. Ich mache ihn mal an. Bin gespannt. Bin gespannt. Fährt er jetzt auf seiner programmierten Route quasi? Der versucht oder? jetzt das zu saugen, was also er guckt an jeder Kreuzung, wo hat er zuletzt gesaugt. Okay. Und nimmt den anderen Weg. Wenn er mehrere Entscheidungsmöglichkeiten hat, lang zu fahren, guckt er einfach, wo habe ich am längsten nicht gesaugt. Okay. So, wir weinen jetzt Krokodilstränen und verabschieden uns von ihm. Und ich würde sagen, ab in die Everglades, ne? Genau, ins natürliche Habitat. Richtig. So, ich sitze heute mal bei Daniel im Büro. Wir haben uns nämlich ein bisschen aufgeteilt. Ich kümmere mich voll um die Formel 1 und Daniel um alles andere. Das heißt Kassenprogramm, Zeitabfassungsprogramm und die Schiffssteuerung. Kommst nicht jeden Tag dazu, weil wir halt sehr viele Änderungen an anderen Softwareprogrammen auch haben. Aber es macht Fortschritt. Es dauert länger als erwartet, weil wir hier und da Problemchen haben. Wir haben nämlich festgestellt, dass die Winkel der Kameras, wie wir sie in die Decke geschraubt haben, durchaus noch optimierbar waren. Und wir haben die Kameras aus dem Schattenhafen abgebaut und mit auf die große Fläche gehängt, weil es dem System doch gut tut, dass es noch mehr Blickwinkel gibt. Das heißt, wir müssen immer neue Kameras anschaffen für den Schattenhafen, aber das machen wir später. Du hast eine Software geschrieben, die die Ortung sowohl als Rohdaten als auch als erste Glättungsversuche zeigt und man sieht, das Ergebnis ist schon gar nicht schlecht. Richtig. Das ist eigentlich super sogar, finde ich. Ja, du bist nicht zufrieden, eigentlich ist das meine Rolle, ne? Aber ich finde es gut. Ja, genau. Die Kapitäne waren sehr fleißig. Was wir jetzt eben noch machen müssen, ist halt nicht nur glätten, sondern tatsächlich auch noch Vorhersagen treffen. Ja. Warum müssen wir Vorhersagen treffen? Naja, ich nehme mal meine beiden kleinen Testschiffe, meine Testenten hier. AIDA, großes Containerschiff. Und was passiert, wenn wir jetzt ein kleines Stückgutfrachter dazwischen fahren haben? Dann kommt die Kamera von hier, weil wir wegen der eingeschränkten Deckenhöhe sehr flache Winkel haben. Und man ahnt das. Die Aufbauten des Schiffes sind so hoch, dass das kleine Schiff nicht zu sehen ist. Richtig, das würde jetzt erstmal von unserer Ortungssoftware komplett verschwinden. Aber mal ehrlich, was passiert denn da oben? Wo soll es denn hin? Es kommt hier an mit einer gewissen Geschwindigkeit, mit einer gewissen Richtung und naja, also irgendwann wird es aus diesem Schatten auch mal wieder rauskommen.
Und das zu berechnen, das machen wir mit dem sogenannten Kallmann-Filter. Weil der Kallmann-Filter kann mehrere, sagen wir es mal so, Werte oder auch Messsysteme zusammenfassen und dadurch eine Gesamtwelt erschaffen, aber die muss man vorher beschreiben. Das heißt, die Herausforderung ist, das perfekte mathematische Modell unserer Skandinavienwelt samt der Bewegung der Schiffe in diesen Filter zu packen, der dann am Ende eine Prediction macht, also eine Zukunftsprognose, wo wird das Schiff sich jetzt weiter hinbewegen, auch wenn mal kurz die Ortung ausfällt. So kann man es grob beschreiben. Ja. Das klingt simpel, weil es ein Standardwerkzeug ist, aber das Beschreiben der mathematischen Welt, das Beschreiben der Schiffe, eventuell auch die Unterschiedlichkeit verschiedener Schiffe durch unterschiedliche Antriebssysteme, das wird noch lustig. Aber wir sind noch nicht kurz davor, aber bald kann man sehen. Der nächste Schritt ist, dass wir mit dem Joystick die Schiffe steuern wollen. Momentan Funk-Handsteuerung, eine Handsteuerung, ein Schiff. Das wird komplett mit der Hand gemacht. Aber wenn wir den Joystick einsetzen können, heißt das, wir können mit dem Joystick alle Schiffe steuern, denn das Signal vom Joystick geht zum Rechner und der Rechner steuert über Funk alle Schiffe. Das geht noch nicht ganz so einfach, weil wir haben ein kleines Problem mit den Funkfrequenzen. Das Ortungssystem selbst kommuniziert mit dem Schiff, um die kleinen Infrarotlampen auf dem Schiff ein- und auszuschalten, die die Kameras suchen, um das Schiff zu orten. Die sind so zeitkritisch, dass es nicht zu Latenzen kommen darf. Zum Beispiel, weil wir Fahrbefehle und diese Ein- und Ausschaltbefehle des Ortungssystems über eine Frequenz laufen lassen. Deswegen brauchen wir eine zweite Frequenz dafür. Da wir das gleiche Frequenzband gewählt haben, wir haben nicht damit gerechnet, haben wir ein Problem mit Überlagerung. Das heißt, sie liegen zu dicht zusammen. Es gibt Störungen, wir müssen ein anderes Frequenzband wählen mit der Gefahr, dass es da eventuell Reichweitenprobleme gibt. Die hatten wir nämlich schon mal, aber wir sind da zuversichtlich. Wir sind so zuversichtlich, dass das neue Frequenzband schon dann im Einsatz ist, bevor Jesko das neue Video geschnitten hat, nämlich in den nächsten 3 Tagen. Dann würdet ihr jetzt gerade im Hintergrund Bilder sehen, wie mit dem Joystick Schiffe gesteuert werden. Das ist nämlich der Schritt. Der Joystick sagt ja dem Computer, was das Schiff machen soll. Und das Ortungssystem sagt uns, was das Schiff macht. Und diese Differenz eventuell oder dieses Verhalten können wir hier in den Kallmann-Filter reinpacken und dann haben wir wahrscheinlich ruckzuck in den nächsten 35 Jahren Top-Ergebnisse. So, hier gibt es einen neuen Raum. Und zwar sieht man da noch Italien, da ist Rom, da kommt Frankreich hin, großer Wanddurchbruch kommt da noch. Was ist zwischen Frankreich und Italien? Monaco. Und genau daran werden wir demnächst anfangen zu bauen. Was für mich auch bedeutet, technisch gesehen muss die Formel 1 langsam mal in den Endspurt gehen. Das haben wir auch losgelegt. Wir haben neue Platinen vorbereitet, können also momentan nichts Technisches zeigen, hoffen aber, dass wir mit den neuen Steuerungsplatinen und auch den Fahrstreckenplatinen, sagen wir mal, auf 60% Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, kommen. 60% Wahrscheinlichkeit heißt für mich, ich muss mich langsam entscheiden, traue ich uns das zu, dass wir das hinbekommen, dann sollte ich schleunigst die Steuerungssoftware beginnen und das habe ich vor 2 Monaten begonnen. Wie beginnt man eine neue Software? Das ist ein leeres Blatt Papier, wie bei einem tollen Bild, ist es beim Programm das Gleiche. Was möchte ich eigentlich malen? Was ist meine Vision? Was soll diese Software können? Die Strecke wird hier lang laufen und im Endeffekt sollen die Formel 1 Autos selbstständig fahren. Das heißt, sie sind ein Prozess im Computer, den ich vervielfältigen kann und jedes Auto für sich kann entscheiden, wie es fährt. Führt dazu, dass Schritt 1 ist, für mich das zu erreichen, ein einziges Auto fährt möglichst auf der Ideallinie über diese Strecke, bremst an den richtigen Punkten, fährt realistisch um die Kurven, nicht zu schnell, nicht zu langsam, beschleunigt danach mit richtigen Beschleunigungswerten, sodass das toll aussieht. Schritt 2, mehrere Autos können das und kollidieren nicht. Schritt 3, sie fangen an, sich zu überholen. Unser Ziel ist es also, ein kurzes Formel-1-Rennen aus der Boxengasse starten, Aufwärmrunde, Startaufstellung, ein paar Runden fahren, dann wieder zurück in die Boxengasse. Der Grund, warum wir das so kurz machen, ist, weil so viele Leute ein Rennen sehen wollen und es hier nicht unendlich viel Platz gibt. Am besten zeige ich euch mal, wie man das dann so am Rechner angeht in meinem Büro. Kommt mal mit. So, die Vision ist also bekannt, jetzt geht es ans Eingemachte, daraus eine Software zu schreiben. Ich sag's mal so, die nächsten 5 Minuten werden etwas trocken, weil wir haben einfach noch nicht viele Bilder zum Zeigen. Es gibt sozusagen ganz viele Garrett-Gedanken, aber mehr noch nicht. Die Vision zu realisieren bedeutet, dass ich irgendwo im Computer das Ganze datentechnisch erfassen muss. Und ich muss gucken, welche Objekte brauche ich dafür. Ein Objekt ist klar, ein Formel-1-Auto. Also schaue ich mir das Formel-1-Auto an. Was bedeutet so ein Formel-1-Auto? Ich muss die Maße kennen, ich muss Beschleunigungswerte kennen, sowohl nach vorne beschleunigen als auch bremsen. Und ich muss die Reifen kennen. Die Reifen sind nämlich das A und O neben der Motorkraft für die Bodenhaftung. Wie schnell kann ich um eine Kurve fahren, ohne dass ich rausrutsche? Und wie stark kann ich bremsen, damit ich nicht rutsche? Und wie stark kann ich beschleunigen? Kann ich Vollgas geben, ohne dass die Räder durchdrehen oder nicht? Das ist erfassbar.
Das habe ich eigentlich auch so gut wie fertig. Das heißt, mit diesen Parametern kann ich eigentlich am Ende, wenn die Software diese Parameter nutzt, um alles zu tun, mit ganz kleinen Veränderungen an diesen paar Stellschrauben schon das ganze Rennen verändern. Das heißt, ich kann vor einem Rennen theoretisch sagen, der Fahrer ist ausgeschlafen, der hat heute coole Reifen, der hat nicht so gute Reifen. Und der Motor, der fehlt ein Zylinder, bla bla bla. Könnte ich jetzt weiter so gehen. Das ist fertig. Noch viel wichtiger, weil anspruchsvoller für eine Software nachher, wenn man autonom fahren möchte, ist, wie stelle ich meine Umwelt dar? Wie bringe ich die Strecke, die Formel-1-Strecke, die hier auf dem Plan schon mal so grob zu sehen ist, wie bringe ich die datentechnisch in den Computer, sodass ich damit arbeiten kann? Denn eine Formel-1-Strecke ist enger, breiter, vielleicht sogar ein bisschen geneigt, geht hoch und runter und sie hat Kurven und sie hat vielleicht guten Belag und schlechten Belag. Wie stelle ich das dar? Und wie? Das ist nicht einfach. Und da kam mir eine gute Idee. Ich nehme die Strecke und mache immer Schnittpunkte der Strecke. Alle 5 mm zum Beispiel, bin mir auch nicht sicher, aber alle 5 mm schneide ich einfach durch die Strecke durch. Und die lege ich mir hintereinander sozusagen in eine endlos geradeausfahrt erstmal. Und in diesen Querschnitt der Strecke sage ich einfach nur, wo sind deine äußere Begrenzung und wo ist die Ideallinie. Zur Ideallinie möchte das Auto nämlich immer hin. Und dann sage ich der Strecke, hast du eine Steigung oder ein Gefälle? Und vor allen Dingen bist du eine Kurve. Also wie ist dein Kurvenradius? Denn aus diesem Kurvenradius dieses Stücks weiß ich eine Höchstgeschwindigkeit, die möglich ist, wenn das Auto in der Innenkurve oder in der Außenkurve fährt. Vorteil, dass ich es als Geradeausstrecke sehe, ist, ich kann jetzt sagen, wenn ich auf meiner Strecke irgendwo variiere, ich setze zum Beispiel zum Überholmanöver an, dann fahre ich ja auf meiner vermeintlichen Gerade eine Kurve. Und diese Kurve kann ich wieder ermitteln und bedeutet, dass Anspruch an die Reifen gestellt wird, nämlich Haftung. Diese beiden Werte, wie ist eigentlich der Kurvenradius gerade? Und fahre ich gerade auf meiner Geradeausstrecke eine Kurve, addiert, ergibt sozusagen die Anforderung an den Reifen. Dazu muss ich noch schauen, beschleunige oder bremse ich gerade, das würde die Reifenhaftung verringern. Vermeintlich fertig. Deswegen ist dann Schritt 1, die Strecke darzustellen, hier für mich sozusagen gerade. Da bin ich schon am Zeichnen, heißt die Datenbasis ist schon fertig. Ich werde jetzt eine Teststrecke zeichnen, die wir auch gerade bauen. Es wird ein Oval, das hoffe ich, wenn alles gut läuft, könnt ihr das nächstes Mal schon sehen, mit dem ich das testen kann. Und fange genau heute an, die Autos sozusagen das erste Mal ins Spiel zu bringen. Ich möchte jetzt ein Auto auf diese Strecke setzen können und sagen können, fahr auf der Ideallinie. Nichts anderes. Fahr auf der Ideallinie, brems im richtigen Moment, fahr mit der richtigen Geschwindigkeit um die Kurve. Und wenn es das kann und das absolut realistisch aussieht, weil wir Menschen wissen ja, wie so ein Formel-1-Rennen aussieht, und wenn die Natur, die ich sozusagen in Daten hier erfasse, müsste eigentlich das gleiche Ergebnis bringen. Wenn das erfolgt ist, kann ich als Schritt 2 sagen, jetzt kopiere ich diesen Prozess Auto in ein zweites Auto und es gibt 2 eigenständige Prozesse, die versuchen, einfach nur möglichst schnell auf der Ideallinie zu fahren. Die müssen aber was Neues kennenlernen, nämlich ich bin vielleicht schneller als das Auto, was vor mir fährt. Ich könnte erst hier bremsen und komme um die Kurve. Wenn ich das tun würde, fahre ich dem hinten drauf. Das ist also der danach folgende Schritt, dass ich das hinkriegen muss, dass ein Auto A beachtet, hinter mir ist einer, und B, ich möchte dem vor mir nicht hinten drauf fahren. Und dann kommt die Königsdisziplin, Überholmanöver. Und da kommen wieder diese Querschnitte durch die Strecke ins Tragen, denn ich kann jetzt ja theoretisch so ein bisschen Try-and-Error-mäßig sagen, alles klar, von hier fahre ich zu dem Querschnitt und hangel mich sozusagen in die Zukunft voraus, was würde passieren, wenn ich auf dieser Koordinate innerhalb dieses Abschnittes da lang fahre. Dann stelle ich fest, alles klar, die nächsten 3 Sekunden funktionieren super, ich bin auf der Ideallinie wunderbar, oder nicht, es knallt. Und genau der Punkt, wenn es knallt, ist die Möglichkeit, Alternativen auszuprobieren. Das System könnte also versuchen, was passiert denn, wenn ich ein bisschen nach rechts fahre oder nach links fahre oder irgend sowas. Dann komme ich nachher am Ende bei einem Versuch, was könnte ich Auto tun, tatsächlich auch auf über 10.000 Optionen, wie mein Auto jetzt fahren könnte, und werde die irgendwie mit einem Price Tag versehen. Also ich werde gucken, was kosten die mich. Das heißt, wie viel Weg, wie viel Länge werde ich überholt haben, bin ich als Erster am Ziel, und den billigsten nehme ich. Ich muss aber auch noch nach hinten gucken, ob eventuell ein anderes Auto mich überholen würde, wenn ich jetzt nach außen gehe oder das tue. Also muss ich mich auch ein bisschen verteidigen, und genau beim Verteidigen wird es wichtig, dass ich meine Publikumsgunst auch verspielen kann. Oder dass gar, wenn ich zu viel blocke, die Marshals irgendwann kommen und sagen, Blocking, 10 Sekunden Zeitstrafe, fahr in die Box. Das heißt, ich werde dann noch sowas einführen wie Credits, das ist also Publikumsbeliebtheit, die ich nicht verspielen möchte, die ich pro Rennen verbrauchen kann oder eventuell dazu gewinnen kann. Und das heißt, irgendwann habe ich meine Credits verspielt, dann kann ich nicht mehr blocken, dann muss ich den anderen vielleicht auch mal vorbeilassen, weil er einfach schneller ist. Klingt hochkompliziert, ist es auch, ich habe auch großen Respekt davor, aber ich habe das Grundgefühl, dass diese Datenbasis-Idee sozusagen zum Ziel führen wird.
Wir werden das jetzt versuchen. Drückt mir mal die Daumen, dass ihr in der nächsten Folge schon ein Formel-1-Auto fahren sehen wird. Und ich wünsche euch bis dahin eine tolle Zeit. Tschüss.